25 Jahre, ne 27 Jahre sind's, bin ich wieder zurück auf Bali, oder sagt man in Bali, jedenfalls auf Bali, aber diesmal mit einem Rennrad. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Insel verändert hat. Es wird sich einiges verändert haben. Ich bin jetzt schon schockiert, wie es hier zugeht. So habe ich das nicht in Erinnerung, aber ist ja auch schon eine Ecke her. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich kenne ja ein paar Leute, die hier jährlich herkommen zum Rennradfahren. Bis jetzt habe ich irgendwie noch nicht so den Draht gefunden zu irgendwelchen Touren, aber ich bin ja auch im Epizentrum hier. Ist ja auch kein Wunder. Hier im Süden, da geht es sowieso zu wie auf dem Jahrmarkt. Hier rund um Denpasar und Kutalegian. Oh, ich hätte hier links gesagt, geht schon los. Geht's halt ohne Ende ab. Von daher muss man sich halt die ruhigen Ecken suchen, wie überall. Bei uns gibt es ja auch nicht überall schöne Strecken. Und ja, heute geht es nach U-Boot. Damals habe ich dort mein Herz verloren. Also sprich, jetzt nicht in Sachen Liebe, sondern weil die Stadt so schön war. Der Ort, der war damals so schön verschlafen und es war so ein Künstlerdorf. Aber das hat sich anscheinend auch total geändert. Also ich werde wahrscheinlich schockiert sein, aber ich tue es mir an. Ich fahre da mal hoch, weil auch nördlich von U-Boot gibt es dann auch schöne landschaftliche Ecken. Mal gucken, wie das Wetter hält, weil die letzten Tage hat es auch dauernd geregnet und es war schlecht und irgendwie ja, ging nicht viel zustande. Aber ja, krank war ich auch noch die ersten 2 Wochen. Jetzt geht es langsam wieder. War alles nicht optimal, aber heute kämpfen wir uns durch. Wir stellen uns der Dinge, die da kommen, und ich hoffe, es wird ein schönes Video. Auf jeden Fall viel Spaß dabei. Man muss hier höllisch Obacht geben. Hier geht es zu wie in Vietnam oder auf den Philippinen. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Ordnung. Es herrscht nur Chaos, aber geordnetes Chaos. Jeder weiß, was er zu tun hat. Bloß der Frank Pedaleur hat sich noch nicht adaptiert, aber es kommt noch, es kommt noch. Ich bin auch noch nicht so viel gefahren hier. So jedes asiatische Land hat so seine eigene Verkehrsstruktur und an die balinesische muss ich mich jetzt noch gewöhnen. Reflection in my eyes, I wonder about last night. I love the way you move tonight. I'm stuck in my head, growing on another feeling. I love the nicht so einfach. Irgendwann muss man sich einfach mal durchquetschen.
ich bin jetzt kurz vor U-Boot, nach einer rasanten Fahrt hier, ziemlich verkehrsträchtig. Ja, jetzt geht's mal rein in den Ort. Ich meine, ich war ja schon mal da mit den, wo ich die Affen besucht habe. Und selbst da war es ja schon schlimm. Da war ich ja noch nicht mal richtig im Ort drin, da war ich ja bloß am Rand. Jetzt bin ich mal gespannt, aber ich vermute mal, das wird nicht besser sein im Ort, aber wir schauen es uns mal an und rollen durch und dann geht es noch ein bisschen Richtung Norden, also durch U-Boot durch. Und da sollen dann nochmal schöne Reisfelder kommen. Da fängt eigentlich das richtige Bali dann an, nicht hier, wo hier der ganze Verkehr und das Getöse ist, aber ja, das gehört halt mit dazu, von daher nehmen wir es mit. Und ja, jetzt geht's mal rein hier nach U-Boot. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Also hier sind wir jetzt im U-Boot. Ja, wie erwartet ist hier die Hölle los. Also als ich hier das letzte Mal war, im letzten Jahrhundert, da war das ein verschlafener, gemütlicher Ort. Wenig Verkehr, schöne Kneipen, wo man abends Live-Musik anhören konnte, abchillen konnte. Aber mittlerweile ja, ist das hier zur Touri-Hochburg entstanden. Überall Shops und Restaurants und Hotels und weiß der Teufel. Ja gut, es gibt Leute, die stehen drauf, ich stehe da nicht so drauf. Ich brauche das nicht, aber ich wollte es mal gezeigt haben, weil auch das ist Bali. Stellt sich ja immer jeder so romantisch vor, so toll. Das mag in manchen Ecken sein, aber so die südliche Halbinsel schließe ich jetzt mal davon aus. Also wir rollen mal durch, gucken es uns an. Am Ende des Videos werde ich noch ein paar Szenen aus dem Affenwald einblenden. Da war ich ja mal separat. Und jetzt dann auch, wie ich dann den Wald verlassen habe, kommt das Regnen angefangen. Also gut erwischt. Heute schaut es noch stabil aus, aber das kann sich jederzeit ändern. Aber jetzt bin ich schon mal da, jetzt ist es schon zu spät. Und jetzt müssen wir uns wieder auf den Verkehr konzentrieren, weil alles nicht so einfach hier. Okay, weiter geht's. Ja genau, hier ist also die Abzweigung links zum Monkey Forest. Da geht es dann hier links runter, Berg runter. Und wir fahren jetzt mal geradeaus in den Ort. Ist auch ein bisschen tricky hier. Da weiß man überhaupt nicht, wohin die wollen, wer hier Vorfahrt hat, aber hier ist relativ frei. Also weiter geht's. So, jetzt kommen wir mal hier ins Zentrum von U-Boot. Ich bin ja gespannt. Ich glaube, ich erkenne sowieso nichts mehr wieder. Aber naja, mal schauen. Wir schauen es uns an, wie gesagt. Oh. Hier darf man schon mal gar nicht geradeaus, einmal hier rechts rum. Ich habe damals hier in irgendeinem Homestay gewohnt für 6 Mark die Nacht. D-Mark, also es wären 3 Euro. War voll cool, da war unten so ein T-Shirt-Laden und hinten raus waren die Reisfelder, da waren die Zimmer mit Balkon und so ein Lizard hat man im Zimmer, der war oben im Dachgebälk gelegen. Er hat immer auf uns runter geguckt. Das haben wir aber erst irgendwie nach 3 Tagen entdeckt, weil der Frecker hat sich nie bewegt. Und ja, es war echt cool. Also war richtig schön mit Blick auf die Reisfelder, in der Früh auf dem Balkon gesessen. Jeden Tag gab es zwar das gleiche Frühstück, aber es war egal. Es gab Spiegelei mit Banane und Toastbrot.
Aber es hat funktioniert. Es ist irgendwie so diese Parallelstraße jetzt zur Hauptstraße. Die ist ein bisschen ruhiger, frisch geteert sogar. Hunde auch überall. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich bis vorfahren und dann links und wieder links, dann kommen wir die Hauptstraße zurück, weil das war ja eine Einbahnstraße. Zwischendurch immer mal so kleine Tempel. Hier ist mittendrin, oder nee, das ist gar keiner. Aber hier ist, glaube ich, einer gewesen. Und so kleine Bambushäuschen, Shops. Naja, wie man sich es halt so vorstellt in so Touri-Orten. So, jetzt bin ich einmal links rum und schon wieder Einbahnstraße, also muss ich wieder links, war quasi parallel wieder zurück, aber das ist dann diese besagte Hauptstraße, die vorhin nicht passierbar war, wo ich eben hier links den Parallelweg fahren musste. So, dann fahren wir jetzt von oben nach unten durch U-Boot. Schauen uns mal an hier. Schönen Läden, wo nie jemand drin ist, wo ich mich frage, wie die überleben. Bei mir im Ort, da sind auch immer so Bekleidungsgeschäfte, da ist nie jemand drin. Teilweise haben die zu dann auch. Da kann dann schon gar keiner einkaufen. Aber die meisten gehen ja eh immer auf irgendwelche Märkte. Boah, kaufen dann da irgendwelche Billig-Shirts. Aber in diesen Boutiquen, sage ich jetzt mal, ist ja hier irgendwie nie jemanden. Vielleicht langt es denen, wenn sie einmal am Tag was verkaufen. Hat sich schon rentiert. Ja, allerlei Klamottenläden, Töpfereien, Schmuck. Bekleidung wieder, Bekleidung. Hier wieder Schmuck, Bekleidung, Figuren. Und der U-Boot ist ja auch bekannt für seine Holzschnitzereien. Wenn ich mich recht erinnere, war das im Norden. Wo geht es denn hier lang? Da geht es auch noch irgendwo hin. Muss ich dann später noch erkunden. Also es war irgendwie im Norden, kann ich mich erinnern. Da waren dann diese ganzen Holzschnitzer am Ortsrand. Da habe ich auch damals Figuren gekauft, die habe ich heute noch. Die stehen bei mir im Wohnzimmer rum. Vielleicht finde ich die dann noch. Ich will ja eh da hoch. Dann kann ich die auch noch zeigen. Also das sind richtig schöne Sachen, was die da machen. Aber ich glaube, hier zum Zentrum habe ich noch gar nichts gesehen. Wir sind an so einem Ortsrand, aber wie gesagt, wer mal nach U-Boot kommt, der kann auf jeden Fall hier so eine Holzschnitzfigur mitnehmen. Da gibt es auch kleine. Ich habe damals so große mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie das damals ging mit der Airline. Ich kam da am Flughafen an und hatte 4 oder 5 so riesen Dinger noch in Zeitungspapier eingewickelt. Die sind dann aufs Kofferband gewandert mit Label und sind dann als ganz normale Kofferware da durchgegangen und die kamen dann in Frankfurt auf dem Förderband wieder so an. Das wäre heute undenkbar. Man müsste wahrscheinlich gleich 500 € Sperrgepäckgebühren zahlen und was weiß ich alles. Wird gleich abgewogen und abgemessen. Wobei jetzt hier mit Singapore Airlines, mit denen ich geflogen bin, war auch alles easy. Ich hatte auch viel zu viel dabei. Ich hatte nur, ich glaube, 25 frei und hatte noch einen riesen Handgepäckskoffer. Der war, glaube ich, statt 7 Kilo hatte der 12. War total aufgebläht. Hat auch niemanden interessiert. Und noch eine zusätzliche Tasche mit meinem ganzen Elektronik-Equipment. Also war alles easy, aber es hängt halt von der Airline ab. Ja, überall Tempel links und rechts. Ja, die Tempel sind schon schön, aber irgendwann hat man sich dann auch mal satt gesehen. Also nach dem Motto, hast du einen Tempel gesehen, hast du alle gesehen. Aber gesehen haben muss man sehen.
bin jetzt hier neben dem Monkey Forest und springen gleich noch die Affen hier auf der Straße rum, klauen die Opfergaben, die die Leute hierher haben. Und da dann auf der Straße. Die büchsen hier teilweise aus, weil hier ist ja der Wald dann, aber es interessiert der Tier nicht. Da wühlt er hier rum. Ja, die Affen sind natürlich eine Tier. Gleich alles fotografiert. Spart man sich den Eintritt. Braucht man bloß hier an die Straße. Die sind halt daher fearless. They are not scared. Ja, das ist hier schon ein Teil des Affenwaldes, jenseits der Kette hier. Da darf man also nicht durch, da sitzen hier die Guards. Und dann kann man dann hier so eine Runde machen. Das ist recht interessant, kostet, was hat denn das gekostet? Ich glaube 125.000 Rupiah, was ungefähr 7 Euro oder so rund sind. Geht schon. Aber man kann auch hier einfach am Rand ein bisschen entlang gehen, da sieht man dann auch ein paar Affen. Es ist halt ein schöner kleiner Dschungel, wo man hier rumläuft. Ich habe ja wie gesagt schon ein paar Videos gemacht, die kann ich dann im Anschluss ein bisschen einblenden. Und da siehst du hier die Rasselbande, wie sie immer sich gegenseitig triezen, jagen oder die Flöhe aus dem Feld ziehen. Der Kollege hier sitzt auch völlig relaxed da. Ja, wie man sieht man immer wieder dasselbe. Viele Geschäfte und so weiter und so fort. Von daher werde ich jetzt mal gucken, dass ich meinen Weg weiter bahne und ebne. Auch schöne Gassen haben wir aber trotzdem, die dann mal so links und rechts weggehen. Hier, Bali Logistics übrigens, hier vorne auf dem Roller. Ja, hier war zu spät, aber das sind immer mal so kleine Gassen mit Haufen Geschäften halt. Aber ja. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier Richtung Norden rauskomme und noch ein bisschen was anderes zeige. Jetzt haben wir hier Bazar Ubud. Das ist hier die örtliche Mall oder was? Keine Ahnung. Ja. Wo geht's lang? Ich glaube, er will mich hier lang jagen. Dann fahren wir mal hier lang. Ja, schon sehr touristisch hier. Das hat nichts mehr mit dem U-Boot zu tun, was ich kenne von 1998 oder 99, mein lieber Sean. Es ist ja auch bald das Neujahrsfest hier am 29. Das ist ja auch so eine Eigenart hier. Es gibt es auch nur auf Bali. Aber da will ich mal nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall wird da im Vorfeld schön gefeiert mit Umzügen. Oh, ich habe Durian gerochen. Da gab es irgendwo Durian. Lag in der Luft. Ja, da gibt es auf jeden Fall schöne Umzüge dann mit Kostümen und Musik und tralala. Aber am 29. ist ein ganz spezieller Tag. Und da muss ich gucken, was ich mache an dem Tag. Da muss ich eine Entscheidung treffen. Ja, dieser Luwak-Kaffee hier, der ist ja auch ganz bekannt und berühmt. Da habe ich ja so 2 kleine Short-Videos gemacht von diesen Schlafkatzen oder Schleichkatzen, die
diese Kaffeebohnen am Rohr verdauen und ja, wieder auskacken. Und dann werden sie gemahlen und die als Kaffee verkauft. Schweineteures Zeug. Ich habe es probiert, aber naja, hat jetzt auch nicht groß anders geschmeckt, aber ist halt so der Hit hier. Aber habe ich auch schlechte Dinge gehört, wie da die Viecher mehr oder weniger dazu gezwungen werden, das Zeug zu essen. Also die suchen sich das nicht auf natürliche Weise, sondern die kriegen das quasi als einzige Speise hingeworfen. Und ja, werden halt da gezwungen, dann das Zeug zu fressen. Naja, ist halt überall so, wo Tiere zur Schau gestellt werden und den Menschen dann verkauft werden, werden sie halt ausgebeutet. Ja, ein wunderschöner Weg hier. So wunderschön, dass wir am besten das Video jetzt hier gleich mal beenden. Guck, hier drüben der Reisbauer. Irgendwie ein ganz versteckter Weg. So, und manchmal ist ja Komoot doch zu was gut, dass es einen auf solche Wege hier leitet, weil die wirst du so normalerweise nie entdecken. Allerdings ist hier auch sehr viel Rollerverkehr, aber naja, was soll's. Und Touris, die hier rumlaufen, aber auch schöne Landschaften, Reisfelder hier, wie gesagt. Okay, ich beende das Video an dieser Stelle, weil der Akku geht sowieso zur Neige und ich habe jetzt keinen Bock, da mit dem Handy dann noch rumzufilmen. Ich fahre eh noch ein bisschen weiter und guck mal, was da noch so kommt. Oder vielleicht fahre ich auch zurück. Mal jetzt vom Wetter abhängig. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Uiuiui. Wir sehen uns beim nächsten Mal, falls ich hier nicht auf die Schnauze fliege, und dann wünsche ich alles Gute. Schaut wieder rein beim nächsten Video hier aus Bali. Bis dahin, ciao, ciao.